Ich war im Urlaub. Wir fahren in den Urlaub. Ja, ihr hört richtig. Oder wie meine Wohngruppe es nennt, Ferienfreizeit. ASMR incoming. Nur ein Spaß. So viel Freizeit war es dann am Ende doch nicht, aber fangen wir von vorne an. Ich lebe in einer Wohngruppe und jeden Sommer werden die Sparflammen aufgeheizt. Wir wussten gar nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen. Wir haben es vergraben, zerrissen und verbrannt. Und es geht für kurze Zeit in eine andere City. Letztes Jahr war ich in einer anderen Gruppe und dann ging es nach Hamburg. Und dieses Jahr ging es auch nach Hamburg. Entweder die haben sich abgesprochen oder unser Träger fand es ja so günstig, dass sie sich dachten, ja, wir nehmen denselben Urlaub wie letztes Jahr und machen ihn noch günstiger. Und die andere Gruppe schickt nach Belgien. Früh am Morgen. Wir wurden bereits um 5 Uhr aus dem Bett geschmissen, damit wir pünktlich der Sonne den Mittelfinger zeigen konnten. Bei mir wurde es dann doch 4 Uhr. Sag mal, hast du Kacke in Ohren? Aufstehen, du faule Sau! Weil ich mich noch frisch machen musste, man mir den Monster Energy Intus sofort anmerken sollte. Ist nämlich verboten hier, aber... Psst. Und ich dem Mond ebenfalls noch eine Respektschelle verpassen konnte, bevor sie sich verpisst hat. Oh, wow. Bevor es losging, macht ein Jungster noch Heckmeck. Jetzt gibt's Heckmeck. Fick deine Muttermucke, das ist die Message. Er weigerte sich mitzukommen, weil er noch weniger Bock als ich auf dieses Beisammensein hatte. Und sprang in die Bahn am gegenüberliegenden Gleis. Was glotzt du? Dann ging es los zum Köln Hauptbahnhof und ab in den Flixtrain. Da merkst du, wo sie gespart haben. Aber man braucht da nicht viel Geld, um Spaß zu haben. Haha. Falls ihr Flixtrain nicht kennt, es ist an sich wie ein ICE, nur in grün, langsamer, schmutziger und das WLAN nicht so schlecht, dass es nicht einmal YouTube-Videos in 144p lädt oder gar ein Podcast. Den ist aber nicht nur das YouTube-Video abgeschnitten, sondern Wenn der Zug den WLAN hat. Auf der Hinfahrt hat er mich diesbezüglich eine ältere Frau angesprochen. Entschuldigung, haben Sie Internet hier? Ich wünschte, ich hätte mobile Daten. Wäre die Strecke nicht ein einzelnes Funklochfeld gewesen. Drei Stunden später. In Hamburg angekommen, ging es dann zum Hotel, wo wir erfahren haben, dass die Hälfte der Zimmer noch nicht frei sind. Kleines Schwein, lass mich doch bitte rein. Somit mussten die noch kein Dach über dem Kopf hatten, ihr gesamtes Gepäck in die Zimmer stapeln, die frei sind. Das gab schon mal einen guten Nudelstandabdruck auf Google Reviews. Und die hatten eine Bar, bei welcher ich, laut meiner Betreuer, nichts bestellen durfte, weil... Ja, keine Ahnung. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin ein Erwachsener. Und hey, wenn ich mich so stark zudröhnen lassen möchte, dass ich mich an diese 4 Tage nicht mehr erinnern muss, dann wird schon einen guten Grund haben. Ihr werdet schon verstehen, was ich meine. Und eine Betreuerin wurde fast von der Rentnerin auf dem Fahrrad angebrettert. Ganz kurz, da ich keine Bilder machte, muss ich ein bisschen schauen und dass ich so ein bisschen jetzt improvisieren kann. Und daher muss ich jetzt mal schauen, wo jetzt hier Hamburg ist. Wo ist Deutschland? Viele unerträgliche Stunden später. Hier ist Russland. Steht die Erde auf dem Kopf oder was? Ah, ne, hier. Ah, gefunden. Kann ich irgendwie sehen, wo die Hauptbahnhof ist? Ich hab einen Ort gefunden, der irgendwie jetzt gut für mich ist. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier der Rewe war. Und kein Pom. Tom, Respekt, wer es selber macht. Ich will, glaube ich, nicht wissen, wann diese Bilder gemacht wurden. Aber okay, gut. Muss gerade nur hoffen, dass das Hotel da auch noch stehen wird. Ne? Also, das wäre ein bisschen blöd. Okay, wir haben folgendes Problem. Ne? Also das Hotel gab's hier noch nicht. Ich finde Google Earth so cool, Alter. Das ist so schön. Das ist so ein bisschen wie so ein Sprung in die Vergangenheit. Ne? Das ist, am Abend ging es dann zu dem Fleckchen in Hamburg, welches ich da gesehen haben muss. Die Reeperbahn. Ach, eine Bar ist zu viel. Aber sich reihenweise Sexbars anzusehen, ist okay, oder was? Selbst der Penny dort sah aus, als wäre er voll mal ein Puff gewesen. Gewisse Gestalten voll im Discounter bestätigen meine Theorie. So ein geiles Produkt. Im Penny haben wir noch ein Paket Wasserflaschen gekauft. Und als wir auf die Bahn gewartet haben, hielt eine Betreuerin es für eine gute Idee, sich auf diesen draufzusetzen. Und was ist passiert?
Das hauchdünne Plastik riss auf und jeder von uns durfte eine Wasserflasche in die Hand nehmen. Dies war übrigens auch dieselbe Betreuerin, die zuvor von einem Radlfahrer angestupst wurde. Und wenn ihr dieses Video seht, hat sie unsere Gruppe auch bereits verlassen, da ihr die Schichtarbeit und vermutlich auch die Jugendliche einen Migräneanfall nach dem anderen gegeben haben. Und ich muss mich bei ihr dafür bedanken, dass ich durch sie nicht der einzige Veganer im Urlaub war und wir beide um unsere extra vegane Wurst kämpfen mussten. Ich möchte ihr am Ende mitgeben, dass sie so bleiben soll, wie sie ist und sich in Zukunft vor Senioren auf dem Fahrrad hüten soll. Im Laufe des Tages hatte eine Mitbewohnerin auch noch ihre Brille, ihre Handtasche und ihre Kippen verloren. Verloren ist dabei ein harter Begriff, weil sie alles davon nur verlegt hatte. Hat sie trotzdem im 3-Stunden-Takt wegen jeder neuen Sache Panik geschoben? Ja. Bereue ich das? Nö. Am Ende des Tages war ich einfach nur froh, im Bett zu liegen und zu pennen. Und zwar so tief und fest, dass die Betreuer keine Nächte bei uns die Nacht machen konnten. Zweiter Tag. Es war eine Bustour und eine Bootstour geplant. 2 Touren an einem Tag, Ja, weil es eben so schön ist. das ist schön. Davor entschieden wir uns noch für eine kleine extra Erkundungstour. Das machte schon 3 Touren. Das ist wunderschön. Und zwar im alten Elbtunnel. Dies ist ein Tunnel, ach was, der unter dem Wasser die eine Flussseite mit der anderen verbindet. Sah auch etwas aus wie eine Kanalisation, in der jeden Moment ein roter Ballon auftauchen könnte. Hi. Oh, hier steht jetzt 2017. Oh, okay, alles klar. Ich wusste nicht mal, dass es da eine Straße gibt. Wir waren nur auf dem Fußgängerweg, so ähnlich, aber okay, gut. Oder vielleicht war es ja früher mal eine Straße. Weiß es ja noch nicht. By the way waren wir 10 Personen, 7 Jugendliche und 3 Betreuer. Und eine Jugendliche war, sagen wir, gereizt. Sie fragte, wo wir mit dem Bus dann nun hindaddeln. Und mein lautes Mundwerk musste einfach kommentieren und sagte, dass wir überall hinfahren. Da der Bus eine Runde fährt und wir diese auch durchfahren werden. Geh Sie raus! Komm mit dem nächsten Bus fahren! Nun, darauf wurde ich dann von ihr angeschrien. I mean, was will sie hören? Dass wir die Station nennen, dessen Orte sie eh nicht kennt, dass eine völlig fremde Stadt ist? Darauf habe ich mir die ganze Bus so lange bis reingezogen, mich 1000-mal cooler als sie gefühlt. Fühl mich cool. Oh, und wie in jedem Urlaub darf eine Person der Generation TikTok nicht fehlen. Sie lief im Zickzack umher, als hätte sie eine Wodka-Bottle auf Ex in den Schrein gescheppert, hat dabei jemanden angerempelt. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Trend sein soll, aber ich will es auch gar nicht erst wissen. Immerhin besser, als die Spülmaschinen-Tabs wie Teile einzuwerfen. Und darauf hat sie eine Person dann noch zurückgeschubst. Bitte nicht schubst mich an Johann im Rucksack. Noch lustiger war nur, dass der Typ, den sie schubst, ein ganz anderer war. Ich habe dann nächsten Minuten Abstand von der Gruppe gehalten, einfach für den Fall, dass wir nächstes Jahr wieder nach Hamburg fahren. Alle Juden-Dinge sind 3, war? Und für den Fall, dass ich ihn wiedersehen sollte. Nee, ich gehörte nicht dazu. Wie kommst du auf mich? Weil ich Haare hab oder was? Das ist Hair-Shaming. Ich habe übrigens nicht so viele Bilder gemacht. Einfach weil ich nicht so ein Futuristen-Fotograf-Fuzzi bin, der mit allem, was glänzt und funkelt, ein Doppelkind-Selfie schießen muss. Sieh gut hin, dein 5-faches Kind. Du bist Übrigens ist mein Mikrofon heute kaputt gegangen, weswegen ich mein Mikrofon jetzt so halten muss. Das wird Spaß werden, das sage ich euch. Allerdings hat sich ein Ringquart zu mir in die Fensterscheibe gesetzt. Ich nenne ihn Marvin. Ich heiße Marvin. Und ist eine Station mit mir zusammengefahren. Ist es traurig, wenn das mein Highlight des Tages war? Vermutlich schon. Und ich habe mich gefragt, wieso Hamburg einen Teil unseres Kölner Doms geklaut hat. Kurz darauf. Wir haben einen Zwischenstopp bei der Äpfelharmonie, Elbenhormone, Äpfelharmonie eingelegt. Habe ich das so richtig ausgesprochen? Nö. Da die Rolltreppen dort sehr geräumig sind, dachte sich der Dude hinter mir, dass ein saftiges in die Hände klatschen ein schönes Echo wiedergeben würde. Dabei klang es so, als würde er nichts herausfinden wollen, wie dann ein Fischer direkt auf meinen Nacken klicken würde. Dann haben wir die Aussicht beobachtet, Leute beim Essen beobachtet, Ah, delizioso. einen Dude auf dem Boot mit der Partymucke beobachtet. Und darauf ging es zur Bootstour. Die beste Überleitung. Und naja, viel Spektakuläres gab es da jetzt nicht. Ein Jugendlicher machte wieder einen TikTok und ja, wieder die. Der Kapitän zeigt uns eine Statue von Jesus. In Hamburg wohnte der Name Michel bekannt. Hallo, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Und am Ende entschuldigte sich der Kapitän dafür, dass seine Art zu unterhalten wohl nicht so lustig war, da er gesehen hat, dass niemand über seine Witze gelacht hat. Hab ihm dann aus Mitleid einen Euro in seine Mütze gesteckt. Plastik! Mit so einer Art von Boot sind wir gefahren, okay? Ich irgendwo in, boah, die Qualitäten, ey, ist ja einfach nur bombastisch, Alter. Also hier war die Bootsfahrt.
Ging da durch. So. Oh, jetzt ist schön geworden. Okay, doch nicht. Kann ich? Oh, ich kann. Also sehen tue ich jetzt irgendwie weniger, aber... Ja. Dritter Tag. Ich sollte am Morgen eine Bäckerei auschecken. Da meine Mutter die Ladenzerin kannte und ich da ein paar Sachen für sie kaufen sollte. 10 Minuten warten sie Bahn und 2 Stationen später schrieb sie mir, dass der Laden wohl seit letztem Jahr geschlossen sein soll. Dass ich den Preis meines Bahntickets von der Gruppe erstattet bekam, war nur ein kleiner Trost. Wieder im Hotel angekommen, schrieb mir meine Mutter dann, dass deren Büro nebenan aber offen hat und die noch Backmischungen und Rezepte verkaufen. Digga, willst du mich verarschen? Tausende Tränen später. Das Dungeon von Hamburg ist definitiv eine geile Erfahrung. Definitiv. Auch wenn ich schon letztes Jahr da war und wir dasselbe Programm haben. Es ist so eine Mischung aus Gruselgeschichte, Comedy und Museum. In einem Raum ist mein Cap weggeflogen. Und weil wir darauf den Raum verlassen sollten, weil der Letzte, der den Raum verlässt, sterben wird. Und meine Betreuerin mich nach vorne drängte, konnte ich doch nicht zurückholen. Ich habe mir danach in New York ein neues gekauft. Und voll geile Hausschuhe. Und es war am Schütten. Klar, es ist Hamburg. Da schaffst du keinen Wetterbericht. Nee, dann nimmst du 24/7 Regenschirm mit und du bist good to go. Und hat einen dabei? Nein. Dann fragte ich mich, ob man im Regen nasser wird, wenn man nur umherschlendert oder wie Speedy Gonzales durchrennt. Should you walk and spend more time in the rain? Or should you run, which means you'll be hitting more raindrops from the side? Ergebnis: Getting out of the rain is Fast as fuck, boy. Also stellten wir uns knapp eine Stunde irgendwo unter, weil es nachgelassen hat. Hä? Dass eine Mitfreundin komplett in weiß angezogen war, gab bei normalen Stillstunde Bonus-Wartezeit. In der Shopping Mall, weil das Wort Einkaufszentrum ein zu schweres Wort für mich ist, habe ich mir noch eine Michael Jackson Schallplatte gekauft. Weil ich die Dinge einfach liebe. Ich meine, hört's euch an! Am selben Abend, nur später. Wir sind essen gegangen, in einem Restaurant. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie so komische Preise gesehen. Ein halber Liter Cola, 4,50 €. 0,3 Liter Cola Zero für 4 €. Weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd. Sorry, dass ich gesund leben möchte? Seit mehreren Wochen ernähre ich mich vegetarisch und größtenteils auch vegan. Andere Pizzen kosten 10 bis 13 € und die einzige vegane kostete einfach 15,50 €. Wir bekamen 15 € fürs Essen und 5 € fürs Trinken. Also musste ich beim Trinken den Euro sparen, um mir nach tausendfachen Anbetteln der Betreuer die vegane Pizza bestellen zu dürfen. Ich will weiterleben! Ich kann mich beim Preis aber nicht beschweren. Denn anders als die Lamia Grande ging diese wortwörtlich weit über den Tellerrand hinaus. Einer hat sich die Pizza wie ein Döner eingerollt, um dort essen zu können. Delicioso. Die Aussicht war auch ganz nice. Vierter Tag. Wie jeden Tag trafen wir uns um 10 Uhr zum Frühstücken und auch hier war die Atmosphäre ziemlich angespannt. Zum Betreten der Küche braucht man eine Karte, dessen Rückseite eine Karte zum nächsten McDonald's zeigte, welche wir zuvor alle bereits abgeben mussten. Eine Jugendliche, ja, wieder genau die, klopfte an der Tür, während ich zwar nah an der Tür stand, aber mich mit jemandem unterhielt. Eine Betreuerin eilte dann zur Tür und meckerte mich an, dass ich hätte aufmachen sollen, obwohl direkt an der Tür Sitzplätze waren und da auch genau jemand saß. Diese Person hätte nicht mehr aufstehen müssen, um sie aufzumachen. Vor Wut bin ich dann zum Rewe in der Nähe gelaufen, der früher scheinbar ein Turm war. Respekt. Hab mich gefragt, wieso unser Rewe nicht so eine Salatbar hat und hatte dann dort mein Frühstück. Danach ging es zum Hauptbahnhof auf den Hyperflixtrain. Dieser hatte diesmal zwar WLAN, aber für YouTube-Videos in idealer Sputzqualität reicht es auch nicht aus. They have really long. Und mitten bei der Fahrt kam dann folgende Durchsage. Sehr geehrte Damen, Herren, diversen allen dazwischen. Der Zug muss einen Umweg fahren und kann in Essen und Gelsenkirchen nicht halten. Steigen Sie eine Station davor oder danach aus, wenn Sie da raus müssen. Mich juckt das eher weniger. Schweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Ich habe mich zuerst gefreut, dass wir dort nicht wohnen, hatte dann kurz Mitleid für die dort wohnen und habe mich danach gefragt, ob wir damit schneller in Köln sein werden. Da der Zug allerdings einen Umweg fuhr, kamen wir nur pünktlich an. Daran erkennt man, dass Flixtrain nicht zur Deutschen Bahn gehört. Und das war der Urlaub. An vielen Momenten war es stressig, das Hotel war ganz okay und irgendwas Neues war für mich jetzt auch nicht unbedingt dabei. Die Bustour fehlte zwar letztes Jahr, aber da ich in jeglichen Fahrzeugen mal das Langen bekomme, mir meine Kopfhörer in die Ohren zu schallern, war es auch ein super krasses Erlebnis.
Ich denke, mein Highlight bleibt der Marienkäfer, Ich heiße Marvin. der mich für eine Station geglättet hat. Ich heiße Marvin. Ganz einfach, weil dieses einzige Lebewesen ganz Urlaub war, von dem ich keinen Würgereiz bekommen habe. Jetzt fühle ich mich schlecht, mich nicht von ihm verabschiedet zu haben. Vielleicht können wir ihn ja finden. Die Leitungen stehen jetzt offen. Daher bekommt der Typ von mir eine Gesamtwertung von 5 von 10 Hamburgern. Ohne Käse. War eine Erfahrung. Zwar keine neue, noch keine besonders schöne, aber definitiv eine Erfahrung. Und das war's mit dem ziemlich anderen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, keine Sorge. Harald nahm sich für dieses Video auch mal kurz Urlaub. Unbezahlt, natürlich. Und ich spreche undeutlich, ja. Ich hätte die Videos von Life is Strange nochmal anschauen dürfen. Ich weiß, dass es an manchen Stellen schlecht zu verstehen ist. Aber dafür mache ich das hier. Die Videos, die ich mit meiner eigenen Stimme mache, sehe ich als meine eigene kleine Sprachtherapie. Weil mir kein Therapeut bisher helfen konnte und ich nur Eigeninitiative ergreife. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Also in dem einen, aber auch dem anderen Sinn. Wenn ihr es versteht. Patty ist raus.